Ja, servus, hallo. Heute wieder ein Deutschlern-Video zum Thema Faulheit. Warum fühlen wir uns manchmal faul, glauben, dass wir so faul sind und wie können wir aus unserer Faulheit rauskommen oder ausbrechen? Darum geht es heute. Welche Punkte gibt es da? Zuerst einmal ein ziemlich profaner Grund bzw. ein ziemlich banaler Grund, auf den ersten Blick zumindest, ist die Ernährung. Also es kommt sehr darauf an, was man isst. Manchmal beeinflusst die Ernährung unser Gemüt, unsere Laune und auch unsere Energie, unser Energielevel so stark, dass wir einfach nichts machen möchten. Das sind solche Details im Alltag, die wir oft ein bisschen ignorieren oder nicht wirklich genug Augenmerk schenken. Du kannst zwar ein bisschen beobachten, was isst du eigentlich jeden Tag, was isst du normalerweise. Du kannst so schrittweise beobachten, wann du dich nach welchem Essen wie fühlst. Also das ist so ein Punkt, Ernährung. Der nächste Punkt ist ein ziemlich entscheidender, und zwar geht es auch um das Thema Entscheidung. Man hat das Gefühl, man muss eine Entscheidung treffen und das sind so zwei, vielleicht ein Teufel und ein Engel oder so, ja. Und die eine Seite sagt, du musst das machen, das ist wichtig. Warum machst du das nicht? Du bist so faul. Und die andere Seite sagt eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht machen. Warum soll ich das machen? Wozu? Eigentlich sträube ich mich die ganze Zeit dagegen, aber irgendwie ist dieses Thema dauernd präsent und ich habe das Gefühl, ich bin einfach faul, weil ich das nicht erledige. Oft denken wir uns bei einer Sache, dass wir sie machen müssen, obwohl wir sie eigentlich gar nicht machen müssen oder weil wir nur glauben, dass sie wichtig ist, weil aus irgendeinem Grund vielleicht andere Leute gesagt haben, dass es wichtig ist oder weil ich irgendwie vorher gedacht habe, das ist wichtig, aber dann habe ich einfach was anderes gesehen, was anderes erlebt. Auf einmal habe ich keine Motivation mehr, das zu machen. Ein anderer ziemlich interessanter Punkt ist die Angst vor der Verantwortung. Was heißt das genau? Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel raucht, okay, und man denkt sich, okay, na, ich möchte jetzt mit dem Rauchen aufhören oder ich überlege irgendwie, ich spiele mit den Gedanken, mit dem Rauchen aufzuhören, dann bringt diese Aktion, dieser Schritt neue Verantwortungen mit sich. Das heißt, man müsste dann schauen, okay, wenn ich jetzt schon mit dem Rauchen aufgehört habe, dann ist es oft so, dann kommt eigentlich eine Positivspirale in Gang und man denkt sich, oh, jetzt habe ich schon mit dem Rauchen aufgehört. Ne? Wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, dann kann ich auch überlegen, wie ich vielleicht mehr Sport mache oder wie ich vielleicht besser esse. Und das sind dann einfach kleine Schritte, die mehr und mehr Eigenverantwortung oder Verantwortung bringen. Das kann auch ein Grund sein, dass man davor ein bisschen zurückschreckt, weil man sich denkt, puh, wenn ich jetzt diesen einen Schritt mache, dann bedeutet das, dass ich noch viele, viele andere neue Schritte dazu machen muss. Es ist plausibel, dass man sich dann denkt, puh, das ist mir einfach alles zu viel. Ich lasse es lieber mal so, weil so ist es irgendwie gemütlicher. Der nächste Grund für Faulheit oder für oberflächliche Faulheit zumindest, ist, dass man ein unklares Ziel hat. Man hat das Ziel nicht genau genug definiert. Passiert mir oft, passiert uns allen oft. Man hat eine ungefähr vage Idee oder ein ungefähr vages Ziel. Man weiß aber nicht genau, ja, wie man genau dorthin kommen soll. Das passiert dann oft, dass man eigentlich das Ziel da hat und man denkt sich dann, oh, ich sollte was machen, aber man macht einfach nichts. Okay, was kann man dagegen tun? Naja, möglichst konkrete Ziele festlegen. Quantität, Qualität, ja, Zeitraum. Also was ganz konkret ausgedrückt soll ich bis wann machen, und du kannst sogar den Ort und noch andere Parameter dazugeben, also wo soll ich was, wann, wie machen, und wenn man das umso konkreter ausdrückt, dann hat man für sich auch einen umso konkreteren und genaueren Plan, weil du einfach genau weißt, was du machen sollst. Du musst nicht mehr nachdenken, du kannst einfach hingehen, okay, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, und du machst einfach diese Schritte und du weißt, wohin du gehst, und so kann man die Faulheit auch sehr leicht besiegen. Und das hat auch damit zu tun, dass man ein Ziel in kleinere Schritte zerlegen soll. Also das ist auch ein ganz großer Schlüsselpunkt, dass du, wenn du jetzt sagst, irgendwas, ich möchte jetzt 1 Million Euro verdienen, irgendwas, ja, und du denkst dir, ja gut, schönes Ziel, aber wie, wann, wo, womit und welche Schritte gibt es dazwischen? Also das sind alles Dinge, die man möglichst konkret und möglichst genau aufschreiben oder festlegen sollte. Und ich würde mir jetzt nicht das Ziel setzen, ich muss jetzt 1 Million Euro verdienen bis zu dem und dem Datum. Kann man machen, ist aber jetzt nicht mein Fall, aber es soll einfach als ein Beispiel dienen, damit du weißt, was ich meine. Der nächste Punkt sind unrealistische Ziele. Das heißt also, ich habe gerade gesagt, okay, ich möchte 1 Million Euro verdienen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte innerhalb von einem Monat 1 Million Euro verdienen, dann ist das womöglich ein unrealistisches Ziel, außer
ich gewinne im Lotto oder ja, ich habe so enormes Glück, dass ich mit irgendeinem Produkt so schnell so viel Geld verdiene. Ziele realistisch festlegen, Ziele realistisch setzen. Wenn man sich das Ziel einfach zu hoch, und das ist, ich glaube in den meisten Fällen der Fall, dass man sich das Ziel viel zu hoch setzt und nicht viel zu niedrig, ja, ist man eigentlich nur frustriert und man hat das Gefühl, man kommt ohnehin nie dorthin. Man weiß gar nicht, wie man dorthin kommen soll und dann lässt man es einfach gleich. Dann fängt man gar nicht an zu arbeiten und fängt man gar nicht an, irgendwie dieses Projekt nach vorne zu bringen. Das ist auch ein Grund. Also sind die Ziele, kann man sich überlegen, ja, habe ich mir auch oft gedacht, sind die Ziele, die ich habe, unrealistisch oder realistisch? Sind sie vielleicht zu eng gesteckt? Also gebe ich mir zu wenig Zeit? Kann man sich überlegen, gibst du dir zu wenig Zeit? Ja oder nein? Und der letzte Punkt ist das Thema Ablenkung. Und zwar, was heißt das genau? Wir sind eigentlich, ich glaube als Menschen oder wir viele Leute zumindest, glaube ich, ja, wir sind Künstler darin, uns abzulenken mit allen möglichen Sachen und mit allen möglichen Sachen uns vorher zu erschöpfen und zu ermüden, bevor wir überhaupt die wichtige Arbeit machen oder bevor wir überhaupt das eine Projekt oder die eine Idee verwirklichen, die wir eigentlich ursprünglich verwirklichen wollten. Wir suchen uns oft einfach irgendeine andere Tätigkeit oder im Handy irgendein Video anschauen oder zum Beispiel, du hast eine Idee, dann schaust du auf YouTube ganz viele Tutorials dazu, ganz viele und du verlierst dich eigentlich in diesen Tutorials. Es hat dir eigentlich relativ wenig gebracht, weil du jetzt noch immer nicht weißt, was du in deinem persönlichen Fall machen sollst. Du möchtest irgendein bestimmtes Videoprojekt machen. Okay, wie lerne ich jetzt diese Schritte für das Videoprojekt? Also ich muss diese Software können und die und die und die. Und dann schaust du zu einer bestimmten Software einfach zu viele Tutorials. Ja? Du lenkst dich eigentlich ab von der wirklichen Aufgabe, die vielleicht gar nicht so kompliziert wäre. Ja? Und das heißt also, es ist so ein Unverhältnis zwischen, wie viel Energie bräuchte die Aufgabe selber, vielleicht sagen wir 1 Stunde, und wie viel Energie verpulver ich eigentlich für irgendwas, was ich dann gar nicht brauche. Also sagen wir 5 Stunden, ja, oder noch mehr. Das kann einen direkten Bezug zu dieser Arbeit haben, die du machen möchtest, zu diesem Thema, zu dieser Idee, zu diesem Projekt, das du verwirklichen möchtest. Es kann aber auch einfach nichts damit zu tun haben. Also zum Beispiel, du fliehst einfach absichtlich vor diesem Ding, vor dieser Sache. Also du gehst ständig raus einkaufen oder du schläfst absichtlich viel länger, als du müsstest. Du machst irgendwelche bestimmten Schritte in deinem Leben oder in deinem Alltagsleben, die dich dann einfach keine Zeit mehr für dieses Projekt haben lassen, das du nach vorne bringen willst. Und dann bist du einfach schon müde und erschöpft und ausgelaugt. Und du denkst dir, oh, jetzt bin ich schon so müde, es ist schon so spät und ich mache das dann einfach morgen oder so. Ist mir oft genug passiert mir auch immer noch, aber es wird langsam besser und man lernt auch dazu. Aber das sind solche Sachen, die ganz typisch sind, die dann einen glauben lassen, man ist sehr faul, obwohl es eigentlich mit Faulheit direkt nichts zu tun hat, sondern da geht es um was ganz anderes. Da geht es einfach darum, bestimmte Muster zu lösen, die dich eigentlich daran hindern, klarer im Kopf zu werden und dann schließlich aus diesem Teufelskreis rauskommen zu können. So, das waren die wichtigsten Punkte zum Thema Faulheit. Warum ist man vielleicht faul? Wie kann man aus seiner Faulheit rauskommen? Wie kann man bestimmte Ziele wirklich besser verfolgen? Das war so ein kleines Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!